Daniela Gesenk, ich bin die Heidi und ich nehme euch mit auf eine Radlroute hier in Südtirol. Südtirol ist ja bekannt für die sanften Täler, für die alpinen Pässe. Und Südtirol hat nicht nur ein gut ausgebautes Radwegnetz, sondern auch eigene Radstraßen entlang Etsch und Eisack. Ich bin heute hier aber an der Südtiroler Weinstraße und versuche vor allem Natur, Genuss und Kultur in die Radlroute einzupacken. Ich treffe mich jetzt mit meinem Bikeguide Ingrid hier in Eppern und dann geht's los. Ich glaube, da vorne wartet schon die Ingrid auf mich. Hoi Ingrid! Hoi Heidi, guten Morgen! Hoi hoi! Was ist denn unser Plan heute? Wir machen ganz eine tolle Tour heute und Heidi lässt dich einfach überraschen. Super, dann freue ich mich. Ich sehe, du bist mit einem Gravelbike hier. Passt das, wenn ich mit dem Rennrad bin? Ja, das passt auf jeden Fall, weil wir sind die meiste Zeit auf asphaltierten Straßen und da sehe ich absolut kein Problem. Perfekt, dann können wir gleich loslegen, oder? Gut, dann legen wir los. Super, ich fahre dir noch. Okay. Da sind wir jetzt in Oberplanitzing. Wenn du nach links schaust, dann sieht man jetzt da Weißhorn und Schwarzhorn und natürlich viel Weinberge. Und später werden wir noch sehen im Tal, und was flach wird, gibt es noch einen Apfelanbau. Was darfst du Ihnen alle empfehlen, mitzunehmen auf so eine Radlroute wie heute? Ja, auf jeden Fall, was ganz wichtig ist, genug Flüssigkeit zum Trinken, weil wenn es warm wird, dann ist es sehr wichtig, dass man allem wieder trinkt. Eine tolle Auffahrt nach Forenza. Und da hinten oben ist die Mendel, oder? Ja, rechts bei uns oben ist der Mendelpass. Und vor uns kommt jetzt dann der Kalterer See, oder? Ja, vor uns sehen wir jetzt nachher super toll im See. So Heidi, das ist jetzt unser erster Stopp. Da ist das Weingut Dominikus und da haben wir jetzt einen super tollen Keller zu besichtigen. Das Besondere an dem Keller ist, dass der Vater von mir jetzt Betreiber vom Weingut, der Seller das alles in Handarbeit gemacht. Also er hat so 1972 begonnen, haben wir 3 Grundsteine für ein Weingut gelegt und hat da alles mit Hände und Schaufel ausgearbeitet und die Steine versetzt und so weiter. Also es ist wirklich einzigartig in der Gegend. Ah, sehr toll. Ist der Keller da offen auch für Besichtigungen? Ja, natürlich. Sie machen da Besichtigungen, also Führungen und ist natürlich sehenswert. Ganz schön, man merkt schon, wie es alleweil feuchter wird. Ich darf in meinen Keller einigen. Ja, und auch die Temperatur. Also, es wird langsam frisch. Und das ist eben der Vorteil von der Art von Keller, dass sie einfach auch im Sommer und Winter nicht große Temperaturunterschiede haben. Und das ist eben auch wichtig, unter anderem für die Lagerung vom Wein. Wir kommen jetzt gleich in Termino. Das ist eben die Radroute nach Termin. Und wir haben den höchsten gemauerten Kirchturm von 86 Metern. Das ist so das Wahrzeichen hier in Termin. Okay, ja, sehr cool. Also das ist der erste Sitz von der Kellereigenossenschaft Termin gewesen. Und da oben sieht man anhand von den Bildern, also die Arbeiten, die was Monat für Monat in den Weinbergen anfallen. Nach dem Kalterer See, wie man sieht, wird es flach. Das ist jetzt das Etschtal. Und das ist eigentlich das Unterland genannt, bis Salurn reicht es. Rechts schaust, wie steil es da mitunter wird in die Weinberge. Also da ist nachher mit Traktor und so weiter schon fast ein Problem. Deshalb es ist einfach wirklich sehr viel, beziehungsweise alles Handarbeit da oben in den Steillagen. Ja. Das ist da wirklich eine volle schöne Straße. Ja, das ist sehr angenehm zu fahren. Also abseits von den Hauptstraßen haben wir da schon viele Möglichkeiten. Ja. So, das ist jetzt unser zweiter Stopp. Da sind wir
im Glassierhof. Und ja, vielleicht kann man da ein Glas Wein probieren. Bin ich gespannt. Jetzt haben wir da gerade den Stefan getroffen. Er ist der Bauer da auf dem Hof und er wird uns jetzt da erzählen, was es da macht und wie es das macht. Wir sind ein kleiner Betrieb, 20.000 Flaschenproduktion. Ja, Familienbetrieb. Und das macht alles selber? Wir machen alles selber, also wir sind ein sogenannter vertikaler Betrieb. Von der Produktion draußen bis zum Verkauf machen wir alles selber. Jetzt fahren wir zum Caltasser und dann geht es hoch nach Eppan zu unserem letzten Stopp. Super. So, jetzt geht es leicht bergauf, jetzt haben wir kurz Verkalkung. Dann hört man wahrscheinlich, wie wir schnaufen. Ja. Dass es nicht mehr ganz flach ist jetzt. Und wo fahren wir jetzt hin? Jetzt fahren wir nach St. Michael Eppan zu unserem letzten Haltungsstopp. Perfekt, also zurück zum Start. Genau. Jetzt sind wir da angekommen in St. Michael und sind hier in der Kellerei St. Michael mit dem Jakob, der Kellermeister ist und der uns jetzt hier von der Kellerei erzählen wird. Ja, grüß dich. Wir sind hier in St. Michael Eppan in der Kellerei, eigentlich die, was da genau auf dem Radlweg liegt. Wir sind eine recht große Kellerei, wir haben 320 Mitglieder, die was im Schnitt 1,1 bis 1,2 Hektar bearbeiten. Das heißt eigentlich recht ein großer Betrieb, jedoch draußen sind die Betriebe alle ganz klar strukturiert, natürlich alles 100% Handarbeit und die meiste von der Arbeit wird in die Familien eigentlich erledigt. Super. Prost. Das war jetzt auch schon der letzte Stopp von unserer Radlroute heute. Wir haben einen Tag gehabt voller wunderschöner Radlstrecken und wir haben 3 ganz verschiedene Kellereien besichtigt. Das, was mir jetzt noch wichtig ist zu sagen, ist, dass es dabei die Kellereibesuche nicht in erster Linie darum geht, die Weine zu trinken, sondern eher darum, ein Verständnis dafür zu kriegen, wie die einzelnen Kellereien arbeiten und am Ende dann alles Zusammenspiel aus Natur, Kultur und Genuss genießen zu können.